Mal ehrlich, unser Leben ist doch nichts anderes als eine große, fantastische Shoppingtour. Wir sind immer auf der Suche nach diesem einen Einzelstück, das haargenau zu uns passt. Dabei gibt es allerdings bestimmte Regeln. Erstens, du findest selten das, was du willst. Zweitens, nie in deiner Größe, egal welche das ist. Und drittens, solltest du doch gefunden haben, was du suchst, dann freu dich nicht zu früh. Denn bestimmt hat schon jemand das Schildchen reserviert drangehängt. Und sollte dein Einzelstück unerwartet doch wieder zum Verkauf stehen, bist du längst nicht mehr die einzige Interessentin. Dann kommt es darauf an, schneller zu sein als der Rest. Nur gucken. Schon klar. Den willst du nur für dich. Quatsch, der ist verheiratet. Einer meiner besten Freunde. Tatsache. Aber kein Hindernis. Oder du verlässt dich einfach darauf, dass du bald etwas findest, was noch viel besser zu dir passt. Jeder findet sein eigenes Schnäppchen. Die Frage ist nur, wann. Jessica, na klar. Wer sonst würde damit auch noch angeben? Es stimmt also? Hat sie dir auch erzählt, dass sie die beiden vorher total abfüllen musste? Aber was ist denn jetzt mit den beiden? Weil wenn er mit einer Frau in der Kiste war, dann haben die ja total Stress. Ich habe nur was vergessen. Du brauchst dich nicht entschuldigen. Olli. Was soll ich denn noch machen? Ich weiß es doch auch nicht. Und vor Olli hatte er also was mit Frauen. Kenne ich welche davon? Nico zum Beispiel. Aber was heißt das schon? Manchmal braucht man eben etwas länger, bevor man weiß, was man will. Was soll das denn heißen? Dass ich auch schon mal was mit einer Frau hatte. Was? Das ist ja, also, ich meine, muss man nicht vorher wissen, was man will? Weißt du's denn? Klar. Wir können auch eine Paartherapie machen. Wie Annie und Helena? Ist nicht dein Ernst. Ja, okay, ist eine blöde Idee, aber Da bin ich ja beruhigt. Olli, wir kriegen das auch so hin. Miriam wartet unten schon. Bis später? Ja, klar. Ich finde es... Und du bist sicher, dass Dana während ihrer Schicht nach Hause kommen wollte? Ja, sie hat sich spontan dazu entschlossen. Ach so. Na, habe ich dich wenigstens auch mal kennengelernt. Gleich wieder da. Du boxst? Ja, ich war mal Profi. Echt? Nicht wahr? Ja, nichts Großes. Ich habe vor ein paar Jahren aufgehört. Sie nehmen dir immer noch an. Du, ich muss los. Dana kommt bestimmt gleich. Also, wenn es dir nichts ausmacht. Ich würde mich wirklich freuen, wenn du noch ein bisschen bleibst. Ist irgendwas? Du guckst so komisch. Ich würde mich wirklich freuen, wenn du noch ein bisschen bleibst. Gab mal einen Typen, der fand diesen Blick total süß. Ach so. Dann zeig noch mal. Dann hat dir schon gesagt, dass ich verheiratet bin und dass mein Mann hier sogar wohnt. Jessica hat mir erzählt, du machst ja auch was aus Frauen. Was sagt denn deine große Schwester dazu, dass du ihren Mitbewohnern hier schöne Augen machst? Wenn es klappt, wäre sie bestimmt beeindruckt. Ach so, du willst den Respekt deiner großen Schwester. Vielleicht möchte ich dich auch einfach nur ein bisschen besser kennenlernen. Ich habe noch nie einen richtigen Profiboxer kennengelernt. Kim, du bist echt ganz niedlich, aber Willst du jetzt sagen, dass Jessica besser aussieht als ich? vielleicht musst du einfach ein bisschen älter werden.
Sorry. Ich glaube, Dana kommt nicht mehr. Always and forevermore. I call to say I'm on the. Wolltest du nicht los? War nicht so wichtig. In erster Linie wollte ich die kleine Schwester von Dana loswerden. Die war ganz schön aufdringlich. Ich dachte, es hat dir gefallen. Was? Die ist 10 Jahre jünger als ich. Ja klar, das Alter. Dass sie eine Frau ist, spielt bei dir ja keine Rolle. Jetzt sag mir doch mal lieber, was du hier für eine schöne Flasche Wein mitgebracht hast. Ich dachte, die trinken wir zusammen. Aber jetzt nicht mehr, weil diese Kim mit ihrem Teenie-Charme versucht, mich um den Finger zu wickeln? Warum hast du nichts gesagt? Stattdessen bleibst du ja die ganze Zeit in der Ecke stehen. Weil ich nicht zugucken wollte, wie sie dich anschmachtet. Ja, genau. Sie hat mich angeschmachtet. Was soll ich denn machen, Olli? Olli, ich liebe dich. Wovor hast du denn Angst? Dass du genau damit dir und mir nur was vormachst. Und zwar von Anfang an. Ja, wenn du willst, kann ich dir auch so eins nehmen. Echt? Ja, klar. Welche Größe? Also willst du eher so... Na, hast du den Weißwein schon kalt gestellt? Ich wollte es wirklich probieren, noch mal auf ihn zugehen. Dann reicht ein Moment, um alles wieder einzureißen. Ach, Olli. Na scheiße, Angst, Christian zu verlieren. Wenn ein anderer Mann im Spiel wäre, dann könnte ich wenigstens kämpfen. Aber wenn er sich wieder für Frauen interessiert... Als Jessica sich ihn geschnappt hat, da war er total betrunken. Da weiß doch keiner mehr, was er tut. Aber im Suff kommt alles raus. Vor allem die Dinge, die man sonst unterdrückt. Christian war ein glasklarer Hetero, als das mit uns losging. Was ist denn zwischen euch passiert, dass jetzt die ganzen Zweifel wieder hochkommen? Danas kleine Schwester war oben. Hat sich Christian an den Hals geschmissen. Bitte, was? Ja, wahrscheinlich hat Jessica ihr alles erzählt. Christian, der war richtig charmant, hat sogar mit ihr geflirtet. Vermutlich nur aus Mitleid. Manchmal ist er einfach viel zu nett. Wo willst du jetzt hin? Ich muss da mal was klarstellen. Was hast du dir dabei gedacht? Hast du mit Christian gesprochen? Nein, mit Olli und er ist völlig fertig. Was sollte das bitte? Das war doch nichts. Ich habe mich nur mit Christian unterhalten. Olli sagt, dass du ihm dich völlig an den Hals geschmissen hast. Du hast doch selbst gesagt, Übung macht den Meister. Wenn du Erfahrung mit Männern sammeln willst, dann bitte nicht mit Christian. Der ist verheiratet, kapiert? Mann, die Nummer war eh total peinlich. Christian hat mich abblitzen lassen. Aber du hast damit Olli verletzt, grundlos. Gab's denn offenbar keine Männer oder was? Sag mal, warum regst du dich eigentlich so auf? Ich reg mich nicht auf. Hör zu. Christian und Olli hatten eine Menge Probleme. Aber sie haben gekämpft und sind einfach ein tolles Paar. Auch wenn sie gerade eine Krise haben. Wenn sie so ein tolles Paar wären, dann würden sie ja auch meinen harmlosen Flirtversuch einfach so überstehen. Sie machen gerade eine schwierige Zeit durch. Lass sie einfach in Ruhe. Sag mal, kann es sein, dass es vielleicht dabei gar nicht um deinen Freund Olli geht, sondern vielleicht eher um dich? Was soll das denn jetzt bitte heißen? Du warst mal selbst in ihn verknallt. Stimmt's? Christian hat ziemlich lange überhaupt nichts mitbekommen. Also, dass ich ihn... War er schon mit Olli zusammen? Einmal habe ich ihn sogar geküsst. Wie jetzt? Und dann? Und nichts dann. Ich habe es irgendwann mal nicht mehr ausgehalten und habe mich zurückgezogen. Und Christian hat nie erfahren, dass du... Doch. Aber wir sind trotzdem gute Freunde geblieben. Genauso wie Olli und ich. Die beiden lieben sich, Kim. Und haben im Augenblick schon genug Stress. Eigentlich wollte ich ja auch nichts von Christian. Ich wollte halt einfach nur mal gucken, was passiert. Und da stürzt du direkt in seine Wohnung und gräbst ihn an? Du hast vielleicht Nerven. Naja, er ist ja schon ziemlich heiß. Ja, okay. Und bei dir war bis jetzt noch gar nichts, also... Naja, also es hat sich bis jetzt irgendwie noch nicht ergeben. Und die Auswahl der Männer in Offenburg ist auch nicht so toll. Und deshalb willst du das hier auf die Schnelle nachholen? Naja, du hast doch selbst gesagt, Übung macht den Meister. Hoffst du eigentlich bei Christian, dass sich da irgendwann noch mal was ändert? Also in Bezug auf Frauen? Nee, glaube ich nicht. Naja, wenn es einmal funktioniert hat, vom Hetero zum Homo, vielleicht klappt es ja noch mal. Bloß andersrum.
selbst wenn, wichtig ist doch nur, dass zwei zusammengehören. Und das ist bei Chris und Olli nun mal so. Ich weiß. Einige von uns sind bereits einer Versuchung erlegen und haben nun mit den Folgen zu kämpfen.